Ich bin Miriam Mahn. Ich bin in Kamerun geboren. Ich bin im Hunsrück aufgewachsen. Ich bin eine Frau. Ich bin eine schwarze Frau in Deutschland. Ich heiße Toni Boateng, bin ein Frankfurter Bub und ich bin 1988 nach Deutschland gekommen und habe Grundschule, alles hier in Frankfurt besucht. Habe meinen Realschulabschluss gemacht. Ich bin eine Frau, das heißt, ich erfahre Sexismus. Ich bin eine schwarze Frau, das heißt, ich erfahre Rassismus. Als Schwarzer wirst du irgendwie immer anders gemessen. Du kannst Manager sein, du kannst der Top-Verdiener, aber du wirst immer irgendwie anders gemessen. Ich wohne in Frankfurt und ich bin hier an der Hauptwache vor dem zukünftigen Museum of Modern Electronic Music und also kurz MOMEM und habe hier eine Führung mit ein paar Kolleginnen von der Stadtverordnetenversammlung. Ich glaube, ja, das war mein erster offizieller Termin als Stadtverordnete. Also ich schaue mir in der Kultur immer an, wer nicht da ist und ich sehe oft, dass Menschen, besonders Menschen, die so aussehen wie ich, sich gar nicht vorstellen können oder oft nicht bewusst sind, dass all diese Räume, Museen, Theater und so weiter, dass das auch ihre Räume sind und dass das ihre Räume auch mit sein können. Und ich habe jetzt hier die Chance, weil das einfach am Anfang ist, diese Perspektive immer mit reinzubringen. Wie müssen wir etwas gestalten, dass es nicht ausschließt, sondern einlädt? Seit März habe ich ein politisches Mandat. Und es passiert dann schon ab und zu, dass ich mal bei einer Fraktionssitzung sage, so, ey, das war jetzt kein cooler Vergleich. So, vielleicht das nächste Mal ein anderes Wort benutzen. Ich glaube, ich werde als Störenfried gesehen. Schon. Also es wurde mir auch schon öfter gesagt, dass es irgendwie, dass ich mich immer nur beschweren würde oder so. Ich glaube, es ist schwierig für Menschen, die mich nicht richtig gut kennen, zu verstehen, dass ich alle Diskriminierung hasse und bei keiner Form von Diskriminierung sitzen werde und die Klappe halt. Ich kann es einfach nicht mehr. Ich habe es halt so lange gemacht. Und es hat gefühlt so lange gedauert, bis ich sagen konnte, ich bin eine schwarze Frau. Ich bin im Hunsrück aufgewachsen und wollte immer die weißeste Schwarze sein, die jemals ihren Fuß nach Deutschland gesetzt hat. Ich habe bei den rassistischen Witzen der Lehrer mitgelacht, um nicht aufzufallen. Meine Mutter hat zum Beispiel, mir wurde von einem Lehrer gesagt, am Morgen kommst du mit einer anderen Frisur wieder, als ich irgendwie Braids hatte. Ich habe meine Mutter angefleht, meine Haare abzumachen. Die so, nein! Ich bin am nächsten Tag in die Schule und der Lehrer hat vor der versammelten Klasse meine Haare abgeschnitten. Ich habe aber so getan, als wäre es cool, als wäre das für mich in Ordnung. Es sind die Situationen, in denen ich nichts gesagt habe, die belasten mich heute noch. Und dann kommt nämlich diese Hilflosigkeit und dann kommt so dieses Opfergefühl. Und niemand will ein Opfer sein. Und ich will erst recht kein Opfer sein. Als schwarzer Deutscher zu sein, ist mir ehrlich gesagt in meinem reifen Alter so ein bisschen bewusst geworden. Als junger Kerl oder als Kind, sage ich mal, mit den 8 Jahren oder 9 Jahren, wo ich hierher gekommen bin, ist mir gar nicht so aufgefallen. Also mich hat ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe mich mit sowas nicht beschäftigt. Fußball hat für mich war in meinem Leben eigentlich alles. Ich habe angefangen
nachdem ich überhaupt laufen kann, kannte ich nur Ball. Für mich war alles, hat sich um den Ball gedreht. Der Fußball war einfach ein Teil meines Lebens. Hier bei meiner alten Verein, oder wo ich groß geworden bin im Fußball, beim FSV Frankfurt. Ich hatte nicht das Gefühl gehabt, dass meine Hautfarbe eine Rolle spielt hier. Also die haben mich so genommen, wie ich bin. Und deswegen habe ich mich auch, glaube ich, sehr wohl gefühlt. Es ist ein schönes Gefühl, wieder hier zu sein. Weil ich habe mit 12 hier angefangen zu spielen, bis Mitte 30. Leider musste ich aufhören, weil ich habe schwere Verletzungen gehabt im Sprunggelenk. Ich bin da 90 Grad verdreht, im Rasen hängen geblieben. Gerade als Jugendspieler mit Mannschaft irgendwo unterwegs bist und bist einer der Schwarzer in der Mannschaft und du kommst irgendwo, wo wirklich, du siehst, alle sind weiß, wenn ich so sagen darf. Das war dann erstmal so ein bisschen unangenehm. Irgendwann dachte man, okay, gucken die mich an, weil ich so gut bin, oder gucken mich an? Also ich habe halt immer versucht, das positiv aufzunehmen. In der Oberliga Hessen haben wir ein sehr wichtiges Spiel gehabt und es ging, glaube ich, auch um Aufstieg. Während dem Spiel, kurz vor Schluss war das, hat mich einer attackiert und hat mich halt nicht erwischt und hat dann irgendwie, geh mal zurück in dein Land, du schwarzer Bimbo. Habe ich eben gerade richtig gehört? Habe ich ihn dann angeguckt und das Traurige ist auch noch, das ist auch ein Ausländer. Aber ich meine, das ist keiner, ist klar, Ausländer, das heißt nicht, dass kein Rassist sein kann. Ist so. Aber das hat mich dann mehr gedrungen zu sagen, ey, du bist selber hier als, wenn du als Asylbewerber oder wie auch immer hierher gekommen, wie ich oder wie alle andere. Und du wagst, nur weil ich eine andere Hautfarbe habe, zu mir zu sagen, ich soll in mein eigenes Land gehen. Und das hat mich wirklich getroffen. Das hat mich so getroffen, dass ich wirklich eine Zeit lang zum ersten Mal so confused in meiner Spielweise war. Wo ich denke, okay, was passiert hier? Ja, wie fühlt man sich, wenn man beleidigt wird? Also ich glaube, jeder Mensch wurde auf irgendeine Weise schon mal beleidigt, wo man denkt, okay, in dem Moment, man versucht es nicht zu zeigen, aber im Inneren frisst einen auf. Und genauso fühlt man sich. Und nachdem der Schiri abgepfiffen hat, dann ist mir alles so ein bisschen hochgekommen, bin ich dann so ein bisschen ausgerastet, wenn man so sagen darf. Ja, und dann haben viele gefragt, was ist denn? Weil viele mich so nicht kennen. Weil ich auch, wie gesagt, früher mich mit sowas gar nicht beschäftigt habe. Ja, aber wenn in dem Moment ein selber trifft und denkt, okay, dann tut es schon irgendwo weh. Da sollte Menschheit oder überhaupt die Gesellschaft mal wirklich sich wirklich viel mal nachdenken, bevor man was sagt. Weil manchmal ist so eine Kleinigkeit, wo du denkst, es ist für dich nicht beleidigend, es ist für den einen so schlimm, dass er schon zu Hause, was weiß ich, irgendwas antun kann. Ja? Aber erkennt man nicht. Nicht so doll, ne? Ja. Da hattest du jetzt so schöne Haare wie hier. Nee, hier habe ich auch schon schön. Das musst du. Ja. Das musst du. Sieht man doch, Papa ist der einzige Schwarze. Das bin ich auch. Nein. Und wenn du jetzt, oder wenn man jetzt so die Medien betrachtet, bei jedem kleinen Wort oder irgendein falscher Satz, den du sagst, ist schon rassistisch, wo du halt schon richtig, sag ich mal, auseinandergenommen werden kannst in Medien. Oder, weil das einfach, wir haben jetzt Facebook, wir haben Instagram, du hast so viele Social Media, wo viele aktiv sind, wo dann wirklich viel geteilt wird, WhatsApp wird geteilt und sowas gab es halt in den früheren Jahren nicht, in den 90er. Da gab es einfach sowas nicht, deswegen war alles so still. Aber die Anfrage kommt nicht von mir. Das ist der Veranstalter und dass du einfach mit ihm sprichst, weil ich glaube, ich kann dir die Fragen gar nicht beantworten. Okay, gut, alles klar, super. Beim U-Bahn-Fahren oder überhaupt bei den
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein, ist für mich halt eine stressige Situation. Ich habe immer das Gefühl, dass ich so, dass ich anders angeschaut werde. Also es wird irgendwie davon ausgegangen, dass ich kein Ticket habe. Ich beobachte viel, wie wenn die Bahn irgendwie hart bremst und jemand berührt wird, wie anders aggressiv auf eine schwarze Person reagiert wird als auf eine nicht schwarze Person. Und damit meine ich jetzt gar nicht unbedingt, dass die Person weiß sein muss, sondern auch migrantisch gelesen, aber besonders bei schwarzen Männern wird da ganz anders drauf reagiert. Und manchmal stehe ich in der Bahn und spüre das irgendwas und dann krault gerade jemand meine Haare. Und das ist auch so, ja, einfach unangenehm. Aber das ist, glaube ich, schon ein Vorteil von Corona jetzt. so, Leute fassen einen nicht mehr einfach an. Ich habe da schon so einen gewissen Panzer, der da ist. Es sind so ein paar Sachen, die ich irgendwann analysiert habe, dass ich so gemerkt habe, ich versuche oft zu telefonieren. Ich führe Arbeitstelefonate öfter in der Bahn, weil ich einfach weiß, das ist ja immer so, dass irgendwie auf dein Handy geguckt wird, wenn jemand da steht und man ist irgendwie am Handy und ich lese E-Mails und ich mache Arbeitszeug. Das heißt, ich habe einen Job und mich regt es auf, dass ich das mache. Also mich regt es auf, dass ich versuche, bestimmten Klischees voreilig aus dem Weg zu gehen. Ich arbeite ja im Kinder- und Jugendtheaterzentrum der Bundesrepublik Deutschland und ich bin da Referentin für Diversitätsentwicklung. Und diese Stelle, die gab es vorher noch nicht. Und das hat dann auch dazu geführt, dass Menschen mich angerufen haben und gefragt haben, warum kann ich denn nicht das N-Wort benutzen? So. Oder, ach, wir wollen eine neue Stelle ausschreiben, kannst du mal gucken, ob das so richtig ist? Und die ersten paar Anrufe habe ich dann natürlich erstmal so beantwortet und dann irgendwann gemerkt, nee, stopp, also das ist jetzt nicht das, was ich mir vorgestellt habe, dass ich die Auskunft für Sprachanwendung bin. Und dann habe ich mir halt so ein kleines Projekt für mich überlegt, für meinen Arbeitsbereich. Und da möchte ich verschiedene Diskriminierungsformen vorstellen. Und dazu habe ich mit Menschen aus meinem Umfeld Interviews geführt. Und mit Benny zusammen schneide ich diese Filme. Ich mag das, dass das so reinspringt. Ja. Ich finde, wir haben es irgendwann dann erreicht, wenn wir schwarze Schauspieler auf der Bühne haben, die in einem Stück spielen, wo Rassismus überhaupt gar keine Rolle spielt, wo die Hautfarbe gar nicht die Rolle spielt, sondern einfach eine Geschichte erzählt wird und wo die Sehgewohnheiten so weit durchbrochen sind, dass wir uns auch keine Frage stellen. Oder das Gleiche gilt halt für Menschen mit Behinderung, das Gleiche gilt mit Transmenschen. Der Punkt ist, aus welcher Perspektive erzählen wir immer alles? Und da möchte ich für all die Kinder, die jetzt nicht der Norm entsprechen, dieser angeblichen Norm entsprechen, ich finde, wir schulden es denen, auch ihre Geschichten zu erzählen. Ich würde, aber jedes Video kriegt ja noch mal eine Beschreibung. So, lass sie schmecken. Oh, das ganz gut. Danke. Danke. Ciao. Schönen Abend. Ciao. Hier ist im Herzen Afrikas. Es ist ein Familienbetrieb. Ein sehr, sehr guter Freund. Haben, wie gesagt, klein angefangen und haben den Laden so aufgebaut, dass es jetzt schon 20 Jahre gibt. Und ich bin sehr gerne hier. Ich mache einiges. Also ich versuche, das, was ansteht, einfach zu erledigen, weil ich einfach, sage ich mal, Multitalent bin, wenn man so sagen darf. Und ich kann einiges und ich unterstütze halt in vielen Hinsichten, ob ich jetzt im Service ab und zu aushelfe, an der Theke die Cocktails mache oder alles, was geht. Außer Kochen natürlich. Da lasse ich die Spezialisten dran. Dann lasst euch schmecken, ja? Danke. Bis Wochenende. Ciao. Das ist eine ostafrikanische Küche. Wie ihr seht, ich bin ein Westafrikaner, aber ich arbeite schon sehr lange mit meinen Freunden hier im Osten zusammen. Und es ist schön zu sehen, wenn Menschen hierher kommen,
die noch nie mit den Händen gegessen haben, wo du denen zeigen musst oder beibringen musst, wie die halt mit den Händen zu essen haben. Und die gehen halt am Ende mit so einem Strahlen raus und sagen, wow, es war super. Und das ist, wir versuchen oder ich versuche mit meine Freunde, die diesen Laden haben, die Europäer einfach diese Esskultur von ostafrikanischen Gerichten einfach näher zu bringen, zu sagen, okay, ja. Also bei uns, wir haben es gibt Möglichkeit, so eine gemischte Platte zu nehmen. Da besteht aus vegetarisch und Fleisch. Zum Beispiel haben wir das Rind mild. Vegetarisch haben wir die Linsen, Karotten, Spinat mit Kartoffeln. Ja, gerne. Ja, gerne. Und einmal Platte für 4 Personen, ne? Halbe Stunde. Ja. Super, dann freue ich mich. Bis gleich. Liebe das, was du tust. Das ist halt unser Motto. Weil wir einfach das lieben, was wir auch wirklich machen. Und wir machen das aus dem Herzen. Wirklich aus Spaß, Freude. Und das versuchen wir an den Gästen einfach wiederzugeben. Ja. Und das ist halt wirklich, wir lieben das, was wir machen. Wir sind im wunderschönen Hunsrück. Ich finde die Landschaft total schön und ich verbringe auch gerne Zeit in der Natur. Und das ist einfach eine Natur, die ich gut kenne. Aber sonst verbinde ich eigentlich ziemlich viel Rassismus mit dem Hunsrück, ehrlich gesagt. Und einfach Engstirnigkeit und meine Geschichte mit dem Hunsrück und mit meiner Familie und den Erfahrungen, die ich dort gemacht habe, sind meine Erfahrungen. Und es haben auch andere schwarze Menschen wahrscheinlich andere Erfahrungen gemacht. Vielleicht wäre es besser, wenn ich in Frankfurt gelebt hätte, ist auch da Rassismus, aber dann wäre es auch anders gewesen. Sie wären andere dunkelhäutige Kinder in die Schule, aber sie war Einzelschwarze und dann, sie haben nur das erzählt, wo die Lehrer die Haare geschnitten haben. Das war einmal, wo die ganze Klasse, das war 25 Kinder und die haben die Haare nicht geschnitten, sondern von den Kopf abgerissen, ja. Und nee, wenn ich darüber nachdenke, kriege ich schon das weiß man nicht, was das ist, was das mit einer Mutter macht. Wenn dein Kind zu Hause morgens rausgeht und dann zu Hause kommt und die ganze Haare ist weg und das ist alles geschwollen, weil dann rufst du die Lehrer und dann sagt die Lehrer, das sind Kinder. Und dann fängst du an, die Eltern anzurufen und dann sagen die, dass Kinder machen das. Wie kann Eltern so reden über eine andere Rasse, dass die Kinder wirklich sowas tun kann? 25 Kinder, ein einziges Kind zu schlagen. Und dann die Lehrer sagen, Kinder machen das. Und da habe ich mir manchmal vorgestellt, wenn das umgekehrt gewesen wäre, dann ist das nicht mehr normal. Wenn 25 schwarze Kinder ein weißes Kind so geschlagen hätte und dann die Haare aus dem Kopf rausgerissen hat, dann wird kein Mensch gesagt, das ist normal. Wenn ich das heute rede darüber, dann bricht mir das Herz. Bin ich. Ich glaube, meine Kinder hat es schwer, mehr schwer, weil ich lebe in einer Welt, wo ich weiß, dass ob man Geld hat, ob man weiß ist oder wie auch immer, derjenige ist nicht besser als ich, weil ich weiß, wer ich bin. Aber ich weiß nicht, wie die Tränen fühlen. Da habe ich es leichter durch meine unfreiwillige Expertise habe ich wiederum es leichter, jetzt diesen Schmerz als Mutter, wie ich damit umgehe. Weil ich für meine Kinder weiß, es gibt einen Kampf, den ich nach außen führe, so. Aber der ist für alle. Aber was meine Kinder von mir brauchen, ist das Empowerment. Und das wirklich die brauchen diese Werkzeuge, sie brauchen die Sprache. Sie müssen wissen, Rassismus ist der Feind. Nicht Hans-Dieter und nicht der Gunther und der Thorsten auch nicht. Ich mache das jetzt seit ungefähr einem Jahr.
Ich sage immer, ich mache therapeutisches Bogenschießen. Es geht mir beim Bogenschießen nichts wirklich durch den Kopf. Es gibt so ein paar Schritte, die es einfach zu befolgen gibt. Und wenn ich die alle richtig befolge, dann wird alles so, wie ich mir das wünsche. Das ist für mich unglaublich wertvoll, das auch zu versuchen, im Alltag zu integrieren. Dieses Ankern und irgendwie atmen und halt loslassen. Und das Loslassen ist mir so wichtig. Oder wenn etwas total komisch läuft, dann kann ich so überlegen, was ist passiert. Oder merke ich habe nicht geatmet, ich hatte eigentlich die Luft angehalten. Das sagt sehr viel über meinen Bewusstseinszustand in dem Moment aus. Ich weiß nicht, was wirklich eine starke Frau ist. Ist es Stärke, immer hart zu sein? Ist es Stärke, immer zu kämpfen, zu kämpfen, zu kämpfen? Also ich merke, dass es nicht meins ist. Also ich glaube, ich bin eine unglaublich weiche Person. Ich will nicht unbedingt immer diese Panzer haben. Aber ich habe keine Ahnung, ob ich stark bin. Ich glaube nicht nach dieser klassischen Definition, würde ich sagen. Eher nicht, nee. Als der Mörder von George Floyd schuldig gesprochen wurde und irgendwie mir war es wichtig, das in einem Morgenmeeting zu sagen, was es für die schwarze Community weltweit bedeutet. Ich habe 2 KollegInnen und eine hat mit mir zusammen das gemacht. Und sie hat mich da auch unterstützt. Also als ich fertig gesprochen hatte und klar war, wie emotional ich bin, hat sie dann auch alle darum gebeten, dass wir jetzt erstmal eine Pause machen, Kameras aus, Ton aus, alle weg. Und das war auch ehrlich gesagt das erste Mal, dass ich diese Erfahrung gemacht habe, weil ich sonst immer die Erfahrung mache, dass ich mich zwar öffnen oder auch was Krasses machen, mich verletzbar machen, aber beim Verletzbarmachen schon mich brüsten für was auch immer zurückkommt. Und da hatte ich das Gefühl, dass etwas davor geschaltet war, was mir geholfen hat. Und die Reaktionen waren toll. Wo wir uns gerade befinden, ist mein neues Projekt, das ich seit September angefangen habe. Und ich würde den Namen S12 geben. Das heißt einfach nur Schmidtstraße 12. Ich habe jetzt die Möglichkeit, eine Veranstaltungsfläche wie Barmöglichkeit, wo man halt locker mit seinen Freunden, ob jetzt Schwarze, Weiße, egal wo man herkommt, mit seinen Freunden zusammen hier einen schönen Abend haben können, Party machen können, leckeres Cocktail trinken können. Projekt, wo junge Menschen, die Talent haben, ob Singen oder Komödien oder irgendwas, was sie einfach herauslassen wollen. Hier haben die Bühne, zu sagen, ey, wir gehen ins S12, wir zeigen mal, was wir drauf haben. Generell in Frankfurt oder überhaupt in Deutschland, als Schwarzer in einen Club reinzugehen, ist schwierig. Gerade wenn du sagst, okay, wir sind 2 oder 3 Schwarzen, wir wollen in irgendeinen Club gehen. Habe ich noch nie gesehen, dass irgendwo so viele Leute oder eine Gruppe von Schwarzen in einen Club reinkommt, wenn man keinen kennt. Was ich halt traurig finde, ist einfach, wenn ich sage, okay, ich würde gerne in diesen Club gehen, weil ich vielleicht noch nie da war, weil ich halt viel gehört habe davon. Ja, aber ich kann nicht hingehen, weil ich weiß, ich komme nicht rein. Dann denkst du wirst nie da betreten können, weil du einfach nicht reinkommst, weil du einfach andere Hautfarbe hast. Viele sagen, ja, ihr bezieht mal wieder nur auf die Hautfarbe, aber ja, es ist aber so. Weil warum kommen 4 Weiße rein? Warum kommen die 4 Schwarzen nicht rein? Vielleicht sind wir gleich an, vielleicht sind wir sogar besser angezogen. Aber wir kommen nicht rein. Warum? Sag mir doch den Grund. Wir machen nichts falsch. Das ist einfach wieder der Hautfarbe, wo man sagt, du musst dich erst beweisen. Dann habe ich dann irgendwann 2006 angefangen, Veranstaltungen zu machen, wo da am Anfang, na klar, so ein bisschen schief lief, aber ich bin trotzdem am Ball geblieben und habe gedacht, ey,
Ich möchte meine Kultur hier den Leuten beweisen. Die sollen einfach sehen, kennenlernen. Ja, und wie gesagt, und hat sich ausgezahlt irgendwann. Ja, dass ich dann Veranstaltungen gemacht habe, auf einmal 600, 700 Leute. Und davon hast du 20-30% waren Europäer. Ja, oder Mischmasch von anderen Afrikanern, also von anderen Ländern, wo die dann Leute dann wirklich geguckt haben, oh, ist du ja? Und es war wirklich herrlich. Und wenn du jetzt in Clubs gehst, auf einmal hörst du Afrobeat. Und da stand ich wirklich da und es hat mich, das erste Mal, wo ich gehört habe, war wirklich, ich war emotional, wirklich, ich war vor Freude, habe ich gedacht, ja. Warum? Weil ich halt immer dran geglaubt habe und gesagt habe, wir kriegen das hin. Und seit 5, 6 Jahren bin ich selber Resident DJ in einem Club in Frankfurt, wo ich diese verwirklichen kann. Wir sind hier bei den Landungsbrücken und ich arbeite mit meiner Kollegin und Freundin Hannah Schassner zusammen an unserem neuesten gemeinsamen Theaterprojekt, eine Freundschaft in Schwarz-Weiß, wo wir etwas autobiografisch ein Stück darüber machen wollen, wie sich Rassismus auf eine Freundschaft auswirken kann. Okay, also weißt du, dass wenn... Dass ihr euch über den Spiegel anguckt, wie eigentlich bei kleinen Krönungen. Ja. Primär waren wir erstmal Regisseurin und Darstellerin. Also wer bin ich als weiße Regisseurin in einem schwarz- und weißen Team? Ich will eigentlich diese Stücke nicht mehr alleine inszenieren. Ich finde, das ist nicht mehr 21. Jahrhundert. Das geht einfach nicht. Das machen wir so nicht mehr. Das hat mich tatsächlich schon jetzt so empowert zu sagen, ja, das stimmt auch. Also dieses Gefühl stimmt auch. Wir machen das nicht mehr. Du bist ja kein schlechter Mensch, oder? Gute Menschen haben Mitleid mit kranken Menschen. Oder wie war das? Wir wissen doch alle, dass Psychopathinnen für ihr Verhalten nichts können, weil sie ja keine Empathie empfinden können. Was mich empowert an der ganzen Sache ist, dass ich nicht falsch bin, weil ich keine Lösung habe. Also weil dieses keine Lösung haben, das teilen wir dann auch wieder. Ich verstehe dich, aber ich verstehe auch mich. Mich und den Kampf gegen die Windmühlen. Ja, den Windmühlen. Gegen Windmühlen. Aber das mit Überzeugung. Diesem Kampf habe ich mich verschrieben. Ab einem bestimmten Punkt reicht keine Sensibilisierung mehr. Ich möchte an einem Platz sein, wo Entscheidungen getroffen werden. Ich will auch nicht mehr, dass es so, jeder aus sich muss das so ändern, sondern alle Argumente sind auf dem Tisch. Jetzt brauchen wir eine Entscheidung und jetzt brauchen wir Konsequenzen. Wenn ein Lehrer ein Kind mit dem N-Wort oder das N-Wort nennt, soll der wir brauchen einfach Konsequenzen. Racial Profiling, wir brauchen Konsequenzen. Und auch letztes Jahr, die Presse war voll mit all den, oh, es gibt Rassismus und bei uns und so krass. Und das ganz kurz und kurz danach war es dann so, aber es ist nicht so schlimm wie in den USA. Und deswegen können wir weitermachen. So, nee, es gibt kein Weitermachen mehr. Das wünsche ich, dass meine Tochter, meine Kinder diese Erfahrung, die ich gemacht habe, nicht machen müssen. Zu sagen, hey, ich muss kämpfen, weil ich schwarz bin. Ich muss beweisen, weil ich schwarz bin. Das möchte ich nicht und dafür sollten wir alle in der Gesellschaft mal viel drauf achten oder viel dafür tun, dass die neue Generation, die Generation, die nachkommen, halt diese Erfahrungen einfach nicht machen müssen.